Viele, die auswandern, fragen sich, wie kann ich eigentlich im steuergünstigen Ausland eine Struktur etablieren, wo ich möglichst steuergünstig Geld verdienen kann, aber auch gleichzeitig mein Vermögen sichern kann vor dem Zugriff des Staates zum Beispiel, aber wo ich natürlich auch Eventualitäten, unvorhergesehene Ereignisse im Leben möglichst steuereffizient und möglichst sicher abbilden kann. Und wie genau sowas funktionieren könnte, das will ich dir einmal in diesem Video beispielhaft vorstellen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Die hier beschriebene Struktur zum Thema Vermögensaufbau und zum Thema Vermögenssicherung setzen wir natürlich für viele Mandanten um. Du hast es ja schon in vielen Videos im Grunde genommen gesehen. Wir bieten das Ganze auch als Paket an. Weitere Details dazu auf einer unserer Webseiten, und das ist Asset Protection Plus. Link dazu packe ich eben hier nochmal in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Unser Inhouse-Experte für Vermögenssicherung ist Friedrich Hennegriff. Er war früher selbst Private Banker. Er investiert schon an den Kapitalmärkten, seit er 12 Jahre alt ist. Extrem erfahren, was das Thema Vermögenssicherung anbelangt. Immobilien, Krypto, Edelmetalle, Wertpapiere. Wenn das Dinge sind, die dich interessieren, wenn du Vermögen aufbauen willst und natürlich auch Vermögen sichern willst, dann rate ich dir, ein Beratungsgespräch mit ihm zu buchen. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Es gibt die verschiedensten Gründe, warum man auswandern will, weil einem das Wetter in Deutschland nicht gefällt, weil man sich günstigere Lebenshaltungskosten verspricht oder weil man sich einfach in einer anderen Kultur und vielleicht auch unter anderen Menschen wohler fühlt. Aber ganz klar, für viele, die diesen Kanal anschauen, ist natürlich die steuerliche Optimierung vielfach eins der primären Prioritäten oder vielleicht sogar die primäre Priorität, wenn sie ins Ausland umziehen. Wir sehen ja gerade, was in Deutschland passiert. Die Steuern steigen weiter. Es werden neue Besteuerungsmodelle eingeführt. Zur Reichensteuer kommt jetzt noch die Superreichensteuer mehr oder weniger dazu. Krypto soll besteuert werden. Das ist wahrscheinlich nur der Anfang. Irgendwann werden dann auch Edelmetalle, irgendwann werden auch dann der Immobilienverkauf nach 10 Jahren versteuert. Und dann kommt die Vermögensbesteuerung und die EU will ja auch noch ein Vermögensregister implementieren und. Warum das so ist, keine Frage. Schau dir einfach die aktuelle politische Diskussion an. Gigantische Kosten fließen in die Aufrüstung, gigantische Kosten fließen ebenfalls in den Sozialstaat. Viele denken, dass das nicht nachhaltig ist, dass das irgendwann knallen muss. Aber bevor es richtig knallt, wird sich der Staat natürlich noch hier richtig am Vermögen und am Einkommen der Bürger bedienen. Und wer ist zuerst dran? Selbstverständlich natürlich die Leistungsträger, die ihr Leben lang hart gespart haben, die vorgesorgt haben, die eigentlich das getan haben, was man ihnen immer gesagt hat: Sorge vor, verlass dich nicht auf den Staat. Das haben sie getan. Und jetzt soll sozusagen auch bei ihnen noch geplündert werden. Daher also für viele die Priorität, auszuwandern. Natürlich wegen dem besseren Klima, wegen den geringeren Lebenshaltungskosten, vielleicht mehr Freiheit, weniger Behelligung durch den Staat, aber natürlich auch tatsächlich weniger Steuern bezahlen. Viele sogar sagen sich, ich will eigentlich überhaupt keine Steuern bezahlen, denn ich habe ja mein Leben lang schon so abartig viel Steuern bezahlt, und wie sich jetzt herausgestellt hat, hat das ja immer noch nicht gereicht, denn was habe ich für meine Steuern wirklich bekommen? Nicht viel mehr vielleicht als einen feuchten Händedruck und jetzt noch die Androhung von weiteren Steuern, die fällig werden, damit man dann noch eine mickrige Rente bekommt, dass man vielleicht noch irgendwas Minimales hat, was man dann auch noch den Nachkommen vererben kann. Wenn man sich anschaut, was kommen wird, dann hat man ja fast das Gefühl, dass der Staat eigentlich der sein wird, der alles von einem erbt, und das möchte man natürlich vermeiden. So, wie könnte jetzt eine solche Struktur aussehen, mit dem man also all diese Dinge erreichen kann, die ich gerade eben beschrieben habe? Vermögen aufbauen, Vermögen sichern, möglicherweise noch Einkommen generieren, zum Beispiel freiberufliche Einkünfte, die dann auch tatsächlich steuergünstig oder steuerfrei sind. Nun, das Wichtigste, und das muss ich ganz klar vorausschicken, ist natürlich zunächst mal, dass du Deutschland verlassen kannst, dass du auswandern kannst, dass du keinen Wohnsitz mehr in Deutschland hast und dass Deutschland auch nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist und dass auch Deutschland nicht mehr dein Lebensmittelpunkt ist. Das heißt, dass zum Beispiel deine Familie natürlich auch nicht mehr in Deutschland wohnt, wenn du verheiratet bist, wenn du Kinder hast. Wenn das nicht möglich ist aus irgendeinem Grund, dann würde ich sagen, hat sich das Ganze für dich zu diesem Zeitpunkt wenigstens erübrigt. Du kannst natürlich anfangen, Dinge vorzubereiten. Ich meine, Konten im Ausland zu eröffnen, ist ja komplett egal. Schau dir unsere Webseite an, Freedom Banking Plus. Da kannst du Konten in 30 Nicht-EU-Ländern über uns eröffnen. Das, wie gesagt, kannst du auch noch machen, während du in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist. Solange du in der Steuererklärung angibst, was du dort zum Beispiel an Zinsen bekommst oder an anderen Einkünften, ist das komplett legal.
musst du auch nirgendwo melden. Aber natürlich die Endausbaustufe, von der ich gerade eben gesprochen habe, das heißt wirklich Einkünfte generieren, ohne Steuern zu zahlen oder wenig Steuern zu zahlen und dann auch Vermögen zu sichern, das geht tatsächlich nur, wenn du auswanderst. Solange du in Deutschland lebst, wird das nicht funktionieren. Ich möchte in Erinnerung rufen die vielen zahlreichen Beispiele von Deutschen, die das erfolgreich gemacht haben. Gutes Beispiel immer die Familie Müller von Müllermilch, die ja in die Schweiz umgezogen ist und nicht nur der Patriarch, der Firmengründer, sondern auch seine Kinder sind alle in die Schweiz umgezogen, damit man hier der deutschen Erbschaftssteuer entkommt und dort das weitere Vermögen dann steuergünstig in der Schweiz aufbaut. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel, in welcher Konsequenz ein solcher Schritt dann möglicherweise notwendig ist. Also es betrifft möglicherweise nicht nur dich, sondern eben auch noch weitere Generationen, wenn du dort gerade im Rahmen der Nachlassplanung Vermögen dann steuergünstig oder sogar steuerfrei übertragen willst. Das ist ja gerade jetzt ein heißes Thema, denn die Erbschaftssteuer soll ja demnächst reformiert werden. Das heißt natürlich auf Deutsch, sie soll erhöht werden. Momentan sind ja die Freibeträge, muss man ganz ehrlich sagen, im internationalen Vergleich in Deutschland relativ hoch. Aber das alles wird sich sicherlich sehr bald ändern. Also du musst Deutschland verlassen, du musst es tun, wie die Müllers es gemacht haben. Welches Land bietet sich an? Nun, da gibt es natürlich zig interessante Länder. Die Schweiz ist natürlich ein interessantes Land. Dubai ist ebenfalls ein interessanter Standort. Zypern, Malta, wir reden ja laufend von solchen Ländern. Wir haben über 1000 Videos auf diesem Kanal veröffentlicht. Also da wirst du sicherlich ein Land finden, was dich anspricht. Wenn du jetzt mich fragst, welches Land ist denn besonders flexibel, wo ist besonders günstige Besteuerung, wo habe ich jetzt keine starren Aufenthaltsfristen, die ich beachten muss, wo gibt es relativ wenig Reportingpflichten, wo gibt es keinen automatischen Informationsaustausch und welches Land hat auch noch ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz, dann würde ich dir natürlich, wie du dir sicherlich denken kannst, die Philippinen empfehlen. Wir haben ja schon viel darüber gesprochen. Wie gesagt, dort kannst du ohne Visum leben, du brauchst keinen Aufenthaltstitel. Wohnungen sind sehr günstig für den Preis, wo du bei vielen anderen Anbietern in anderen Ländern nur irgendeine Briefkastenadresse bekommst du in den Philippinen schon eine richtige Wohnung. Das geht so ungefähr bei 150, 160 Dollar im Monat los. Ausländer zahlen keine Steuern auf Auslandseinkünfte. Die Philippinen haben keine CFC-Rules, also keine Beherrschungsregeln. Sie nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Es gibt keinen Mindestaufenthalt dort. Und selbst wenn du von dort eine Gesellschaft zum Beispiel leitest im Ausland, dann hat diese Gesellschaft nicht wie in anderen Ländern dort eine Betriebsstätte beziehungsweise muss dort ihre weltweiten Einkünfte besteuern, sondern eben nur die Einkünfte, die einen Bezug zu den Philippinen haben. Was also unglaublich günstig ist natürlich, wenn du dort wohnst und dann zum Beispiel eine amerikanische LLC betreibst oder aber auch Gesellschaften in anderen Niedrigsteuerländern, sagen wir mal Hongkong, Singapur, Dubai etc. Der Teufel steckt natürlich auch da im Detail. Das muss man dann mal in einem Beratungsgespräch genau klären, wie das funktioniert und wie sich das dann auch in Abhängigkeit mit dem deutschen Doppelsteuerungsabkommen verhält. Und dieses Abkommen ist eben auch extrem wichtig, denn wenn du zum Beispiel einen steuerlichen Wohnsitz in Ländern hast wie Dubai, wie Paraguay oder wie Panama, dann musst du ja aus deutscher Sicht, damit das aus deutscher Sicht anerkannt wird, dich dort mindestens 183 Tage aufhalten. Denn diese Länder haben ja kein Abkommen mit Deutschland. Und im Abkommen ist ja geregelt, dass zum Beispiel der Wohnsitz eine steuerliche Ansässigkeit auslöst, also das Vorhandensein eines Wohnsitzes. Gibt es aber kein Abkommen, dann sind es eben die 183 Tage, auf die du angewiesen bist. Deswegen sind diese Länder letztlich ungeeignet, wenn du Rechtssicherheit mit Deutschland willst. Und es hängt natürlich auch noch davon ab, welche Einkünfte du jetzt genau generierst. Also, wie gesagt, das ist etwas komplexer. Das musst du dann mal in einem Beratungsgespräch anschauen. Also, Wohnsitz in den Philippinen, das gibt dir sämtliche Flexibilität. Du hast alle Unterlagen. Wir können das meiste für dich remote machen. Meldebestätigung, Führerschein, Steuernummer, ein Schreiben der Finanzbehörde, dass du dort steuerlich erfasst bist, Mietvertrag, Utility Bills, also alles, was du benötigst, um dein Konten weltweit zu eröffnen. Sehr gut zum Beispiel für die Kontoeröffnung Singapur, aber eben auch dort lokal können wir dir ein Konto eröffnen. Das ist mal die Grundlage. Also du musst irgendwo einen Wohnsitz haben, der tatsächlich dann auch funktioniert für dein Vorhaben. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Wenn du das nicht hast, dann funktioniert die gesamte Struktur nicht. So, wenn du nun Einkünfte hast, zum Beispiel aus Beratung, weil du freiberuflich tätig bist, dann brauchst du darüber natürlich eine Gesellschaft, die dann solche Einkünfte in Rechnung stellen kann. Hier kann man dann eine amerikanische LLC verwenden oder auch andere Gesellschaften. Auch hier gibt es wieder einige Dinge, die man beachten muss natürlich, gerade wenn man Deutscher ist, vor allen Dingen Thema Außensteuergesetz, erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Im Kontext mit den Philippinen zum Beispiel lässt sich das rechtssicher gestalten. Diese Gesellschaft, wenn du jetzt vom Aspekt der Vermögenssicherung denkst, dann gehört diese Gesellschaft natürlich nicht dir, sondern du hast darüber letztlich eine Stiftung. Hier könnte man natürlich die Stiftung in Liechtenstein nehmen. Das ist aber relativ
viel Aufwand und man hat natürlich als Unternehmer dann auch nicht wirklich Kontrolle. Also nimmt man dann besser eine Stiftung in einem anderen Land. Panama hat zum Beispiel gute Stiftungen, aber Problem ist mit Panama natürlich, es steht auf der schwarzen Liste der EU. Das heißt, das verursacht dann auch wieder Probleme. Außerdem ist vielleicht die Reputation so nach den Panama Papers nicht das, was du unbedingt willst. Deshalb bevorzugen wir oft die Stiftung in Nevis. Nevis steht auf keiner schwarzen Liste, auf keiner grauen Liste und ist meiner Meinung nach nochmal ein bisschen besser. Wenn du jetzt wirklich ernsthaft Vermögenssicherung betreiben willst, ist es wichtig, dass du nicht nur eine zweistöckige Struktur hast, du brauchst tatsächlich eine dreistöckige. Du brauchst dazwischen nochmal eine Zwischenholding. Und das ist eine ganz normale Kapitalgesellschaft. Warum ist das so? Nehmen wir da einmal an, du hast amerikanische Aktien, die du besitzen willst oder amerikanische Immobilien als Teil deines Vermögensaufbaus. Dann fällst du unter die amerikanische Erbschaftssteuer, wenn du dort nicht ansässig bist. Selbst wenn du jetzt diese Assets in einer Stiftung hättest, zum Beispiel einer Stiftung in Panama oder Nevis, würdest du trotzdem unter die amerikanische Erbschaftssteuer fallen, denn diese Strukturen werden aus amerikanischer Sicht nicht anerkannt, sondern das sind im Grunde dann Foreign Trusts und weil du ja selbst noch darüber verfügen kannst und das nicht komplett delegiert hast an einen Stiftungsrat, würde dann trotzdem die Erbschaftssteuer in den USA fällig werden. Indem du eine Kapitalgesellschaft dort in der Mitte einziehst, hast du dann eine Blockerstruktur und damit wird dann tatsächlich die amerikanische Erbschaftssteuer vermieden. Die amerikanische Erbschaftssteuer ist bei über $60.000 Assets 40%. Das heißt, wenn du Aktien besitzt, ein Portfolio mit amerikanischen Aktien in einem Wert von über $60.000, dann musst du darauf bei deinem Ableben 40% Erbschaftssteuer bezahlen. Da die meisten heute sehr viele amerikanische Aktien haben, ist das natürlich etwas, was du unbedingt bedenken musst. Aber jetzt kommt der eigentliche Punkt. Das Gleiche gilt auch für deutsche Assets. Wenn du zum Beispiel deutsche Immobilien hast, deutsche Aktien, deutsche Unternehmensbeteiligungen, dann gelten im Grunde genommen ähnliche Regelungen. Auch hier wird dann möglicherweise eine ausländische Stiftung nicht anerkannt. Auch hier würde dann in Deutschland Erbschaftssteuer fällig werden, wenn du solche Assets in dieser Struktur hältst. Auch das kannst du verhindern, indem du eine Kapitalgesellschaft einziehst. Auch hier muss man wieder alle möglichen Details bedenken. Zum Beispiel, dass in den ersten 5 Jahren nach dem Wegzug du in Deutschland noch unbeschränkt erbschaftssteuerpflichtig bist. Und das gilt dann für dein weltweites Vermögen und möglicherweise sogar für 10 Jahre, was dein deutsches Vermögen anbelangt. Ja, eben auch das muss man dann in einem Beratungsgespräch natürlich qualifizieren. Aber die 10 Jahre, das würde nur für deutsches Vermögen gelten. Zum Beispiel deutsche Immobilien, deutsche Aktien, deutsche Konten und Ähnliches. So, das wäre also die Gesellschaftsstruktur und die Zwischenholding, also die Kapitalgesellschaft, die dort in der Mitte ist, um das Ganze abzusichern. Die kann man natürlich auch wiederum offshore machen. Unter der Annahme, dass du in einem Wohnsitzland wie den Philippinen lebst, kannst du diese eben entsprechend dann auch von dort lenken, kontrollieren, steuern, ohne dass sich damit dann steuerliche Probleme ergeben. Die Konten für alle 3 Gesellschaften wären natürlich wiederum in anderen Ländern. Hier bieten sich Konten in Singapur an oder auch in der Schweiz oder auch in anderen Destinationen. Im Endergebnis jedenfalls hast du eine Struktur, mit welcher du steuerfrei effizient Vermögen aufbauen kannst, Vermögen investieren kannst und eben entsprechend auch abgesichert bist über eine Stiftungsstruktur und somit dann auch in puncto Nachlassplanung und Vermögensabsicherung sehr viele Optionen hast. Natürlich immer, und das muss hier immer noch mal gesagt werden, auch in Abhängigkeit dessen, wo eben nicht nur du selbst lebst, wo du selbst steuerpflichtig bist, wie lange du schon aus Deutschland weg bist, sondern eben auch, wo sich deine Familie befindet und welche steuerlichen Regelungen dort gelten. Das heißt, um noch einmal das Beispiel der Familie Müller zu bringen, selbst wenn es dein Vermögen nicht so groß ist wie das der Familie Müller, nehme ich einmal an, sind trotzdem potenziell mehrere Generationen von einem solchen Projekt betroffen. Wobei man das natürlich auch dann später berücksichtigen kann. Das muss man nicht alles auf einmal machen. Wenn es dir jetzt um die Situation geht, dass du sagst, wie kann ich jetzt relativ schnell auswandern? Wie kann ich mich rechtssicher, steuergünstig aufstellen? Dann ist das eine Top-Lösung, die man jedem nur empfehlen kann. Also, wenn dich das interessiert, ich packe nochmal den Link zu dieser Gesamtlösung auch hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Du kannst das online in Auftrag geben. Du kannst zunächst auch erstmal ein Beratungsgespräch führen mit Friedrich, der dann auch noch andere Aspekte der Vermögenssicherung mit dir besprechen kann. Ich hatte es ja schon gesagt, Krypto, Edelmetalle, Aktien. Wir können dich hier umfassend unterstützen. Wir arbeiten mit vielen Banken, Vermögensverwaltern, Goldlagerstellen zusammen. Wir helfen jetzt seit über 20 Jahren Mandanten dabei, sich im Ausland steueroptimiert aufzustellen, auszuwandern, Vermögen zu sichern, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, dem Überwachungssystem EU zu entkommen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.